ein? Warum ist das eigentlich manchmal so, dass ich das Gefühl habe, meine Kindheit holt mich ein? Und zwar dummerweise nicht im positiven Sinne, indem ich an irgendwelche tollen Geschichten erinnert werde, Erlebnisse aus meiner Kindheit, sondern im negativen Sinne, wo mir plötzlich meine Kindheit auf die Füße fällt, sagt ja der Volksmund. Tja, was ist da los? Und viel besser kann man das irgendwie abstellen. Und ich würde mal sagen, erstens macht es Sinn zu fragen, welche Muster, welche psychologischen Programme, könnte ich auch sagen, sind aus meiner Kindheit noch aktiv. Ja, und wenn ich das so frage, wie ich es jetzt gerade mache, dann frage ich mich und weiß keine Antwort. Also es kommt mir spontan eventuell irgendwas in den Sinn, aber bei mir jetzt gerade nicht. Frage ich doch mal mein Herz, frage ich doch mal das, was alles mit mir miterlebt hat und vielleicht viel besser abgespeichert hat, viel genauer abgespeichert hat, als mein Verstand das jetzt gerade reproduzieren will. Und dazu sage ich, und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit und ich frage das, was alles weiß, gibt es da Programme aus der Kindheit, Erinnerungen, die mich heute noch lenken, die mich heute noch sabotieren, möchte ich sogar sagen. Da kommt sofort ein Ja. Okay, und was ist das denn? Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit. Du hast sofort mit Ja geantwortet, aber um was geht's denn da? Es geht immer noch wieder um Angst. Also man hat mir, kann ich das so deuten, man hat mir in der Kindheit Angst gemacht. Ich habe nicht nur selber ein Angstprogramm schon immer gehabt, sondern das ist tatsächlich auch noch mal gefüttert worden als Kind. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit. Um welche Themen geht es denn da? Da kommt eine ganze Latte. Da kommt das Thema Angst um meine Sicherheit, Angst um meine Unversehrtheit, meine körperliche Unversehrtheit, Angst vor dem Verlust. Okay, das sind die Ängste. Da kann ich jetzt mit jeder einzelnen Angst umgehen und sagen, gut, wenn ich die jetzt nicht wirklich fühle, dann würde ich die einfach mal so als Paket loslassen. Wie das mit dem Paket loslassen geht, habe ich in vielen anderen Hand aufs Herz Videos schon ausgiebig gezeigt. Aber was ich jetzt eigentlich noch wissen wollte ist, gibt es so Glaubenssätze, die ich aus meiner Kindheit indoktriniert bekommen habe und die immer noch eine Gültigkeit haben für mein jetziges Leben. Also ich bekomme jetzt die Antwort, ich habe nicht so wirklich sabotierende Glaubenssätze mitbekommen, außer denen, die ich eh schon kenne. Und jetzt frage ich mal weiter. Ich verbinde mich mal jetzt mit jemandem und frage, welchen Glaubenssatz hat diese Person, mit der ich mich jetzt gerade innerlich verbinde, also ich sage jetzt mal, ich probiere mal etwas aus, welchen Glaubenssatz hat diese Person mitbekommen? Ja, da kann eine ganze Menge Sabotage tatsächlich herrühren. Wenn man nämlich Glaubenssätze mitbekommen hat, wie du bist nicht gut genug, du kannst deine Rolle nicht so ausfüllen, wie die eigentlich gedacht wäre, für dich als Mann beispielsweise. Du kannst deinen Platz im Leben nicht finden, weil du zu klein, zu schmächtig, zu wenig durchsetzungsfähig bist. Und wenn ich mit solchen Glaubenssätzen
durchs Leben gehe, dann kann es durchaus sein, dass ich zwar immer wieder die Erfolgsleiter ein paar Schritte hochlaufe, aber an einer Stelle plötzlich denke, ach nee, das ist doch nicht das, was zu mir passt. Und dann gehe ich quasi wieder die Schritte zurück. Deshalb ist es, wenn du so etwas findest, dass man dir gesagt hat, du schaffst das nicht, du bist zu klein, zu dumm, zu hässlich, zu dünn, zu schmächtig, zu wenig durchsetzungsfähig, das ist wichtig, diese Glaubenssätze wirklich so loszulassen und so zu neutralisieren, dass dich das nicht mehr hindert, dein Potenzial zu leben. Und da würde ich sagen, man könnte das klopfen. Man könnte zum Beispiel diesen Glaubenssatz klopfen, mein Gefühl, ich bin nicht gut genug, mein Gefühl, ich bin nicht gut genug, mein Gefühl, ich bin nicht gut genug, mein Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und würde etliche Runden klopfen können, könnte man dann hier wieder anfangen, mein Gefühl, ich bin nicht gut genug, mein Gefühl, ich bin nicht gut genug, mein Gefühl, ich bin nicht gut genug, mein Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ich habe im Moment richtig so einen Anlauf, so einen kleinen Touch von Kopfschmerzen. Mein Gefühl, ich bin nicht gut genug, mein Gefühl, ich bin nicht gut genug. Mein Gefühl, ich bin nicht gut genug und jetzt kommt ein Gähnen und das hat nichts mit Müdigkeit zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass es jetzt nur noch mein restliches Gefühl, ich sei nicht gut genug wird. Mein restliches Gefühl, ich sei nicht gut genug. Ich distanziere mich schon von dem Gefühl, wie du merkst. Mein restliches Gefühl, ich sei nicht gut genug. Mein restliches Gefühl, ich sei nicht gut genug. Und jetzt kann ich dir sagen, ist mein Anflug von Kopfschmerzen, von Missempfinden wirklich auch sofort wieder weg. Und jeder Klopfpunkt fühlt sich sanft, neutral, schmerzfrei an. Vorher kann es sein, dass ein Punkt sich beim Klopfen richtig schmerzhaft anfühlt. Das ist dann auch immer ein Zeichen, dass das wirklich nötig ist, an dieser Stelle dieses Thema jetzt gerade zu behandeln und dann loszulassen. So, und jetzt kann ich die Frage stellen, ist dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, es fällt mir richtig schwer, ich bin nicht gut genug, immer noch auf dem gleichen Level aktiv? Und gibt es noch Reste? Nein, bei mir gibt es jetzt auf wundersame Art und Weise keine Reste mehr. Der Glaubenssatz ist nicht mehr aktiv. Das war auch die erste Antwort auf die Frage, ist der noch aktiv? Und die zweite Frage, gibt es noch Reste? Nein. Das heißt, wenn es noch Reste gäbe, das zeige ich jetzt trotzdem noch, was ich dann machen würde, dann würde ich sagen, ich entscheide mich, das Gefühl, dass es noch Reste gibt, diese Reste auf egal welcher Ebene jetzt loszulassen. Ich entscheide mich, die Reste dieses Gefühls, ich sei nicht gut genug, lasse ich überall los, wo sie sich abgespeichert haben. Auf alle Speicherplätze werden diese Reste des Gefühls, ich sei nicht gut genug, jetzt losgelassen. Und das Gefühl, vormals, ich bin nicht gut genug, wird damit aus allen Speicherorten entfernt. Egal ob irgendwo im Körper oder außerhalb des Körpers, irgendwo in der Zukunft, in der Vergangenheit, wo auch immer, da werden dieses Thema, dieser Glaubenssatz hiermit komplett losgelassen. Ja, und dann sollte sich Ruhe und Frieden einstellen. Und wenn du dann noch Lust hast, deinen zweiten sabotierenden Glaubenssatz dir vorzunehmen, dann machst du das. Es kann allerdings auch sein, dass das System mit diesem einen Glaubenssatz viel mehr Arbeit hat, als du denkst, und dieser Loslasseprozess dich jetzt erstmal in so einen beruhigten, aber durchaus ermüdenden Zustand bringt und du es einfach jetzt für heute auf sich beruhen lässt und die nächsten Themen zu einem anderen Zeitpunkt löst.
Es mag auch praktikabel sein, eine Liste zu führen und immer nach und nach die Glaubenssätze loszulassen und sich immer wieder mal einen Termin dafür zu machen und zu sagen, okay, jetzt gucke ich mir das Video nochmal an und mache einfach ein anderes Thema und gehe das nach dem Muster, wie ich das gerade gezeigt habe, und lasse es los. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Alles Liebe für dich. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das jetzt gerne nach und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.